Servus YouTuber und willkommen bei RL Photo Pro. Heute nochmal ein kleines Unboxing. Ich habe nämlich mich neulich mal mit einem Arbeitskollegen unterhalten, der hat sich ein neues Smartphone gekauft, genauer gesagt das Galaxy S25 Ultra, und hat dann schon gesagt, ach, er hat auch so Bock auf diesen Galaxy Ring. Ich habe da mal ein bisschen mich mit ihm unterhalten, weil den hatte ich ja schon und war da gar nicht so begeistert. Vor allem halt von den Pulswerten und auch den Schlafwerten, die haben da irgendwie gefühlt gar nicht gepasst im Vergleich zu meiner Garmin, die 2x1. Entsprechend habe ich aber irgendwie wieder so ein bisschen das Fieber bekommen, mir so ein Teil zu holen. Und ich habe mir eins geholt, aber tatsächlich nicht neu, sondern im Superschnäppchen bei Amazon Warehouse Deals wie neu. Und zwar geht es heute um den Amazfit Helio Ring. Ja, ich weiß, einer der günstigsten Smart Rings momentan auf dem Markt und ja, wohl von den Bewertungen her auch so ein bisschen zwiespältig, sind aber alle. Also es heißt ja bei jedem Fitness-Tracker, der ist maximal 80% akkurat. Wenn man medizinische Produkte und Messungen dann hernehmen würde, wäre es eben mehr, aber 100% erreicht man ja nie, auch mit medizinischen Geräten nicht. Ich bin natürlich jetzt nicht der medizinische Experte, aber das ist eben so das, was man im Internet so liest. Der Amazfit Helio Ring hat aber wohl etliche Updates bisher bekommen und ich habe mir gedacht, Mensch, jetzt gibt's ihm mal eine Chance. Das ganze Teil hat mir nämlich nur 74 Euro gekostet im Warehouse Deal plus nochmal 10% Rabatt. Ich war am Ende mit meinen Amazon Points noch irgendwie bei 61 Euro. Ich habe mir gedacht, da kannst du nicht viel falsch machen. Größe 10 war verfügbar, das ist so das, was ich am Zeigefinger ungefähr habe. Da sitzt bei mir eben der Ring recht bequem. Das war auch beim Galaxy Ring so. Ja, also habe ich mir geholt. Wir machen heute mal das Unboxing und die Schnitteinrichtung, die erste, also verbinden es mit meinem Huawei Mate XT. Und wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich habe den ja jetzt, den teste ich jetzt auch die nächsten Wochen und Monate mal und werde den so als Alltagsbegleiter mitnehmen, zusammen eben mit meiner Garmin D2x1. Dann kann ich einfach auch mal vergleichen, wie die Werte sind und euch einfach da eine vernünftige Meinung drüber geben. Aber genug geredet, wir starten mit dem Unboxing und der Ersteinrichtung. Los geht's! Und damit würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem Unboxing. Und zwar kommt es in so einer Verpackung. Das sieht eigentlich relativ schlicht aus, würde ich sagen. Von Zepp. Ich habe die Zepp-App auch schon mal auf meinem Mate XT installiert. Das hat funktioniert. Bluetooth LE Version 5.0 haben wir hier auf jeden Fall. Die Modellnummer ist A2321, was ich jetzt hier habe. Und eben mit Android und iOS kompatibel. Ja. Resale-Artikel, wie gesagt, wie neu soll er sein? Das sehen wir jetzt gleich, ob er wie neu ist. Wo ist er denn verklebt? Hier unten mit Tesafilm. Schauen wir mal, ob das auch wirklich wie neu ausschaut, das Teil. Und für 61 Euro, ne? Mal. So, bin gespannt. Eine weiße Schachtel hier mit Karton und Plastik. Na gut. Und so geht das Ganze auf. Und da ist auch schon der Ring. Den schauen wir uns gleich noch an. Da oben ist auch noch was, so wie es ausschaut. Ich denke mal Papierkram. Ja, Papierkram, den brauchen wir eh nicht, würde ich mal behaupten. Dann drunter wird wahrscheinlich die Ladeschale sein. Ganz genau. Ja, okay, das sieht man schon ein bisschen, dass es benutzt wurde, aber nicht schlimm, finde ich jetzt. Und ansonsten, naja, haben wir hier noch ein USB-Kabel. Aber das braucht man eigentlich eh nicht. Gut, jetzt schmeißen wir hier gleich mal wieder rein. Zeige ich euch mal noch ganz kurz die Ladeschale hier. So sieht das Ganze aus. Da wird der Ring einfach draufgelegt. Ist übrigens nicht wie bei Samsung auch noch eine Powerbank sozusagen, sondern ihr müsst es am Strom haben. Das sind halt so die Abstriche für den doch sehr günstigen Preis. Gut, und hier haben wir den Ring.
Ja, der sieht so titanfarben aus und ja, doch, ich würde sagen, sieht aus wie neu. Sehr cool. Also schaut nicht schlecht aus. Ich schau mal, ob es die Kamera überhaupt scharf stellt, aber ich glaube, es sieht ganz gut aus gerade. Ja, wenn es mein Auge nicht erwischt. Hat so eine leichte Oberflächenstruktur, die sieht man hier vorne vielleicht ganz gut. Ich blende euch auch mal noch ein paar Bilder ein. Da sieht man es wahrscheinlich ein bisschen besser. Ja, ansonsten natürlich super leicht. Ich blende euch mal das richtige Gewicht da ein. Habe ich jetzt nicht im Kopf. Ansonsten schauen die alle ähnlich aus. Also sieht auch ähnlich aus wie der Galaxy Ring, meiner Meinung nach. Schauen wir mal, wie das Ding am Finger sitzt. Ja, doch. Nicht schlecht. Mhm. Also so schaut es dann bei mir aus am Zeigefinger. Gut, ich habe jetzt keine schönen Finger, ne, aber zumindest der Ring ist schön. Ist ja schon mal was. Ja, so, das packen wir wieder ein. Und jetzt ist die Frage, wie wir den verbinden. Ich denke, wir müssen den in die Ladeschale stellen kurz. Genau. Da sagt das auch schon, wir sollen den in die Ladeschale legen. Und die müssen wir jetzt natürlich kurz anschließen. Sekunde. So, also, ist in der Ladeschale. Dann klicken wir mal auf Weiter. Dann sucht er natürlich das Gerät jetzt. Das hat er hier auch gefunden. Das passt. Koppeln. Dann blinkt er hier anscheinend weiß. Genau. Und dann sind wir auch schon gekoppelt. Wir richten das jetzt natürlich alles ein. Automatische Überwachung der Herzfrequenz, so oft wie möglich. Wir wollen das Ding ja richtig niederknüppeln, auch mal mit dem Akku. Alarm für hohe Herzfrequenz. 150 reicht da eigentlich aus. Niedrige Frequenz. Das lassen wir mal aus. Dann haben wir noch den Schlafatemmonitor. Das machen wir auch mal. Ja, reduziert die Akkulaufzeit erheblich, bla bla. Das sehen wir dann schon, wie lange das Ding dann noch hält. Stressmonitor machen wir. Stressabbau-Benachrichtigung brauchen wir nicht. Emotionsmonitor, Beta, die machen wir an. Die habe ich jetzt ausgeschaltet. Machen wir natürlich wieder an. Und Sauerstoffmonitor auf jeden Fall auch. Niedriges Blutsauerstoff, ja, brauchen wir jetzt keine Warnung, weil, wie gesagt, ich bin mir sicher, dass diese Ringe-Sachen nicht so akkurat sind. Wenn der mal nicht gescheit anliegt, dann misst er irgendwas viel zu Niedriges. Also lasse ich jetzt mal aus. Dann haben wir das. Dann gehen wir hier mal auf Weiter. Und das war's dann auch schon. Okay, gut. Wir gucken mal kurz rein beim Gerät noch. 100%, okay, der ist sogar vollgeladen, das ist gut. Dann schauen wir mal, ob eine Softwareaktualisierung da ist. Ist die aktuellste Version, aktuell 2.7.0.2. Gut, das passt. Wie trägt man denn richtig? Schauen wir mal. Zeigefinger, okay. Die Sensoren unten, klar. Und auch eben mit diesem Strich nach unten, weil da sind die Sensoren. Das heißt, so kommt das Ding ran und so lasse ich ihn jetzt auch mal dran. Und ich würde sagen, damit war es das auch erstmal mit dem Unboxing des Amazfit Helio Ring. Also er fühlt sich eigentlich ähnlich an wie der Galaxy Ring damals. Gibt ja auch schon genug andere Hersteller, die so Smart Rings machen. Ich würde mir halt immer wünschen, dass da noch irgendwie so ein Contactless Payment an Bord wäre. Also ein NFC-Chip im Endeffekt, wo man dann noch kontaktlos mit dem Ring gleich zahlen kann. Es gibt ja auch Bezahlringe, aber die haben dann wieder keine Gesundheitsdaten. Ja, wäre halt so meine Lieblingskombo, da muss ich das Handy gar nicht mehr rausholen oder bei der Smartwatch meinen PIN drücken, sondern zack, hin mit dem Finger und gut ist. Wäre halt ziemlich cool. Ansonsten werde ich den jetzt mal testen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt dazu oder was wissen wollt. Also es ist halt ein super günstiger Ring aktuell und mein Vater hat eine Amazfit Smartwatch, die funktioniert auch super. Und daher habe ich mir gedacht, ich gebe dem Ganzen mal eine Chance, auch als Warehouse-Deal. Sieht wie gesagt aus wie neu. Die Ladestation sieht man eben unten schon, dass die ein bisschen benutzt wurde.
aber nicht weiter dramatisch für mich. Die liegt eh nur am Tisch rum und lädt das Ding dann. Von daher mal schauen. Ja, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.